wir fahren schneller. Wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller. Unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, spiegelglatt. André Sicher, 1985 in Halle geboren, durchlief nach der Schule eine Karriere bei der Bundeswehr. Als ein Mann, der für alle Fälle gewappnet sein wollte, reichte es ihm nicht, die Bundesrepublik gegen etwaige Feinde zu verteidigen und damit ein gutes Auskommen zu finden. Kaum 30 geworden und zum Hauptfeldwebel des für Terrorbekämpfung und Geiselbefreiung zuständigen Kommandos Spezialkräfte KSK aufgestiegen, war er in Sorge, wo er und seine Kumpanen nach der Bundeswehr Arbeit fänden. André engagierte sich in dem Verein UNITA, der rentierenden KSK-Soldaten für Spezialjobs in Sicherheitsdiensten ausbildete und vermittelte. Darüber hinaus sorgte sich André, was geschehe, wenn sich Deutschland infolge der Flüchtlingskrise oder einer Naturkatastrophe so weit destabilisierte, dass die bestehende öffentliche Ordnung nicht mehr gewährleistet wäre. Wie schon die Pensionierung verstand André ein solches Szenario nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Chance, sofern man sich denn rechtzeitig gut vorbereite. Eine umgehend aktivierbare Bürgerwehr könnte das Chaos nutzen, um eine nationale Befreiung einzuleiten. In diesem Sinne administrierte André geografisch in Nord, Südwest und Ost sowie Österreich und Schweiz gegliederte konspirative Chatgruppen, die Waffen- und Vorratslager in gegen Angriffe geschützte Safehouses einrichten. Er selbst deponierte Übungsgranaten der Bundeswehr in seinem Elternhaus und Pläne schmiedeten, Kasernen zu übernehmen und eine Reihe von linken Politikern zu internieren oder zu töten. Ihr Symbol war die Würmer Flagge, die von einem Widerstandskämpfer des 20. Juli für die Zeit nach der Niederschlagung des Nationalsozialismus entworfen worden war, in den 1990ern jedoch vom von Freiherst geleiteten neonazistischen Deutschen Kolleg appropriiert worden war und danach in der Reichsbürgerbewegung Verbreitung gefunden hatte. Die Chatgruppen begleitend richtete UNITA Trainingscamps für den Tag X aus und wurde Mitglied des auf Burg Kreuzenstein bei Wien ansässigen Ritterordens Lazarus-Union, von dem André sich zum Ritter schlagen und zum Vizepräsident wählen ließ. Andrés Netzwerk entging einer Überwachung durch den militärischen Abschirmdienst, MAD, da er selbst als dessen Kontaktperson in dem auch innerhalb der Bundeswehr stark abgeschirmten KSK fungierte. Das ging so lange gut, bis einer seiner Mitstreiter, ein Oberleutnant, sich als syrischer Flüchtling registrieren ließ, auf einer Wiener Flughafentoilette eine geladene Pistole versteckte und anscheinend plante, mit einem Anschlag die deutschen Ressentiments gegen arabische Flüchtlinge anzuheizen. Trotz seiner guten Kontakte zum MAD wurde nun gegen André und seinen Chatgruppen ermittelt. Nach verschiedenen Anläufen zu einer völkischen paramilitärischen Armee, von den Werwölfen bis zur Wehrsportgruppe Hoffmann, war auch der Versuch, eine Schattenarmee innerhalb der Armee aufzubauen, vorerst gescheitert. André musste sich umorientieren und verfiel bei der Suche nach einem neuen revanchistischen Subjekt naheliegenderweise auf die Reichsbürger. Innerhalb weniger Jahre war aus ein paar kuriosen Spinnern eine Gruppe erwachsen, deren Größe die von Neonazis und Skinheads deutlich übertraf. Neonazis und Skinheads waren meist jung oder ungebildet, denn eine ordentliche Karriere war offen rechtsextrem versperrt. Die Reichsbürgerbewegung rekrutierte ihre Mitglieder am anderen Ende der Karriereleiter, bei denen, die einige Stufen hinaufgestiegen waren, aber jenseits der 40 abrutschten und es nicht wieder hinaufschafften. Die demografische Entwicklung war ganz auf ihrer Seite. Immer mehr Deutsche, gerade deutschstämmige Deutsche, waren alt. Und je schneller die Gesellschaft sich technisch und kulturell wandelte, desto weniger von ihnen waren zu etwas zu gebrauchen. Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie galten über 7 Millionen als über 10% aller erwachsenen Deutschen als überschuldet, und überschuldet war ein Kernmotiv, sich zum Reichsbürgertum zu bekehren, versprach es doch die umgehende Annullierung aller finanzieller Verpflichtungen.
Was André aber ganz besonders für die Reichsbürger einnahm, war, dass viele sich als Sportschützen oder Jäger betätigten und ganz legal über Schusswaffen verfügten. Linksextreme hingegen hatten fast nie einen Waffenschein, da sie aus Gefühlsduselei vor der gezielten Tötung von Mensch und Tier zurückschreckten. Diesen strategischen Vorteil galt es, maximal auszuschöpfen. Die Huffington Post beschwor bereits eine Spießer-RAF herauf. Doch für André war dies trotz vereinzelter Schießereien ein unrealistisches Szenario. Die Zeiten für konzertiert agierende terroristische Vereinigungen waren dank des fortgeschrittenen staatlichen Überwachungsapparats vorbei, weshalb sein Heimatschutzkommando erst, wenn die staatliche Ordnung sich bereits auflöste, hatte aktiv werden sollen. Was die Reichsbürgerbewegung aber schon jetzt tun konnte, war, die Entwicklung hin bis zu einem Tag X zu forcieren. In der bundesrepublikanischen Vergangenheit hatte sich nur die Linke Methoden wie Blockaden und Boykott bedient. Die Rechte war zu ordnungsliebend für zivilen Ungehorsam gewesen. Es hätte schon gleich ein ordentlich inszenierter Coup sein müssen. Auch die Blockaden der Identitären hatten einen rein symbolischen Charakter. Doch mit den Reichsbürgern war eine Bewegung erwachsen, die ein weitaus effektiveres Mittel zum zivilen Ungehorsam an der Hand hatte als die Straßenblockade oder der Konsumboykott, die Weigerung, ihre Schulden zurückzuzahlen. Schließlich hatten auch schon die Banker ihre faulen Kredite auf den Staat abgewälzt und die abendländische Wirtschaft in eine jahrelang schwere Krise gestürzt. Die Reichsbürger könnten sie endgültig in den Abgrund reißen. Ein wichtiger linker Denker, der Anthropologe und Mitinitiator von Occupy Wall Street, David Graeber, beschrieb in seinem Buch Debt die Überschuldung als eine häufige Ursache für Aufstände. Doch statt die logische Konsequenz daraus zu ziehen und mit dem Slogan We are the 99% einen Schuldenerlass für die ärmsten 99% der Bevölkerung zu erstreiten, hatte man einen strategisch bedeutungslosen Platz besetzt, der schon wegen des bald einsetzenden Winters schwer zu halten war und monatelang ergebnislos debattiert, was denn nun genau zu fordern sei. Die Reichsbürger besetzten ihre eigenen Häuser und Gärten. Welcher Ort konnte einem mehr am Herzen liegen? Welcher bequemer zu besetzen sein? Toilette, Heizung, Küche, Eisschrank, alles da. Wo war man in Zeiten der Corona-Epidemie sicherer? Nur war es ein hoffnungsloses Unterfangen, wie Adrian Uhr und seine Mitstreiter die Zwangsräumung in direkter Konfrontation mit der Polizei zu verhindern. Stattdessen mussten die Reichsbürger damit drohen, sich im Falle einer Zwangsräumung mitsamt ihres Besitzes in die Luft zu sprengen. Da Reichsbürger gemeinhin als sozial isoliert galten, als hätten sie nicht mehr viel zu verlieren, wirkte ein solcher Bilanz-Selbstmord sehr plausibel. Das galt noch einmal mehr für die Reichsbürger in Deutsch-Südost, die sich in der Regel von ihren Familien abgesetzt hatten. Viele befanden sich aus Angst vor SARS-CoV-2 ohnehin in Selbstisolation. André machte einer Gruppe radikaler Dessauer-Selbstverwalter seine Variante des Selbstmordattentats schmackhaft und instruierte sie in der Herstellung von Sprengstoff. Um das staatliche Monitoring beim Ankauf von Sprengstoffgrundstoffen wie Aceton und Ammoniumnitrat oder Schwefelsäure zu unterlaufen, baute André ein Netzwerk von Mittelsmännern auf, von denen jeder nur kleine, unverdächtige Mengen kaufte. Er instruierte die Gruppe, von ihren Schusswaffen ausschließlich dann Gebrauch zu machen, wenn Polizei oder Zivilisten ihren Plan hinterrücks zu vereiteln suchten. Schon als ein Dutzend Reichsbürger sich und ihren Besitz für ein rigoroses Occupy Home präpariert hatten, waren sie too big to fail. In der zweiten Generation griffen die amerikanischen Boogaloo Boys die Strategie auf und überschuldeten sich gezielt. In einer Querfront, wie Jürgen XL sie avisierte, stoppten auch linke Aktivisten ihre Mietzahlungen oder starteten Bau- und Unternehmensprojekte, um sich einer Pfändung gewaltsam zu widersetzen. Wer kein Haus hatte und es zu unsicher fand, sich in einem Mehrfamilienhaus zu verschanzen, kaufte sich ein Stück Brachland und vergrub sich in einer Erdhöhle. Schnell machte Occupy Home weltweit Schule und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das durch die Corona-Epidemie ohnehin geschwächte Weltfinanzsystem in Gänze kollabieren würde.